Hola, soy Arturo Fuentes, compositor, y estoy muy contento de estar aquí con Elisabeth Blank en esta entrevista. Die letzte Zeit, ich habe auch viel mit szenografische Projekte gemacht, Produktion, Filmen. Ja, auch ich habe einen Zyklus von grafische Partitur gemacht, so ich beginne auch in dieser Richtung. So, ich glaube, Musik war ganz am Anfang eine Startpunkt, aber jetzt die Kreativität geht ein bisschen weiter. Und du hast gesagt, für dich war nicht unbedingt klassische Musik der Startpunkt, oder? Stimmt, ja genau. Ich habe begonnen mit Rock von 11 Jahren bis 15. Es war ganz lustig, weil ich war ein Teenager und ich habe schon in Bars gespielt. So, ja, das war damals so. No? Du kannst kommen in eine Bar und spielen. Aber ich finde, dass diese Periode war sehr gut, weil ich empfehle immer für Teenagers oder für junge Leute, eine Band oder Musiker zu spielen, weil es gibt eine Disziplin. Weißt du? Ich sollte mit meinen Freunden etwas organisieren in der Woche. So, wir sollten in die Schule gehen und dann unsere Arbeit machen, auch zu Hause etwas machen. No? Und auch die Band, in der Band spielen und ein bisschen so mit den Leuten, mit den Direktoren von Diskotheks, von Bars oder so, etwas so zum Handeln, die Negotiations. Und ja, ich glaube, das gibt für einen jungen Mensch eine Struktur. Und ich empfehle immer, eine kreative Arbeit, eine kreative Aktivität zu haben. Aber ich finde das auch selber, wenn man Stücke spielt und wenn man sie viel spielt, irgendwann ist man dann zu sehr mit dem Kopf drin und dann ist es am besten, wenn die Stücke einige Zeit lang schlafen und man nimmt sie dann später wieder in die Hand und man entdeckt sie dann auch wieder ganz neu. Voll. Weil man losgelassen hat und weil man neue Nuancen auch bereit ist zu entdecken und nicht so Total. im Text klebt. Total. Erinnerst du dich, wenn wir ein bisschen zusammengearbeitet in der Studio, habe ich gesagt, was soll ich hier machen? No? Ja. Und ich habe gesagt, ja, weißt du, ich könnte viel Information geben, ja klar. Aber ich habe gesagt, Timmy, lass es einfach. No? Probier mal, Ja. Lass die Musik sprechen, lass die Musik dir etwas sagen und telefonieren wir uns morgen. Ja. Sag mir einfach, was du denkst. No? Ja. Und dann, ich kann vielleicht sagen ja oder nein. Ja. No? Vielleicht ist es ein bisschen zu weit oder es gibt eine neue Idee und dann ich finde, das zum Beispiel, no? wenn ich arbeite mit Musikern für ein neues Stück und manchmal es gibt Fälle, no? Sie spielen falsch. Ja. Und ich sage, ey, was hast du gemacht da? Nein, es tut mir leid. No, bitte. Mach es noch einmal. Es ist gut, es ist besser als die Partitur. Und das manchmal ist, wow, für mich ist es kein Problem. Aber das heißt, für dich ist es schon auch inspirierend, wenn du mit InterpretInnen zusammenarbeitest, weil es dir neue Ideen gibt, auch über deine Musik und vielleicht auch über das Instrument, für das du gerade schreibst. Ja, total. Ja, das ist wie eine Schauspielerin, wie eine Schauspieler. Zum Beispiel, ich habe in der letzten Zeit gehört, dass Woody Allen lässt die Schauspieler kommen und er sagt nichts. Und sie warten auf etwas. Sagen, nein, spiel etwas. Was kann ich sagen? Sie sind professionelle Leute. Und dann, ich glaube, dass die jetzt alle Instrumentisten wirklich, von sehr junge bis sehr mit viel Erfahrung Leute, haben viel Kreativität. So ist besser ein bisschen die Tür offen, Fenster offen lassen, ein bisschen Luft
neue Luft, auch für uns Komponisten, für die Kreativität. Und das hilft die Musik. Ich glaube, Ja. das ist ein kreativer Prozess für uns alle. Und, aber ja, ich sage dir, manchmal diese Ideen kommen ein bisschen unakademisch, no? Und denken, was Arturo gesagt hat, wow. Ja, aber ich habe, ich glaube, genug Stücke gemacht jetzt so. Ja. Ich weiß, was die Musik bedeutet und wenn es geht etwas falsch oder wenn es geht etwas, das kommt nicht. Und ja, das auch, mein Prozess ist ganz offen jetzt, ne? Weil ich glaube, ich habe sowieso einen Stil gefunden und ist besser allein lassen, diese zufälligen Elemente, die kommen zusammen in eine Atmosphäre, in ein Universum. No? Ja. Das Universum ist sowieso konstruiert, ist selbst konstruiert. Ja. Wenn du Aus etwas, Zufällen. ja, Ja. wenn du hast etwas zu sagen, wenn du hast etwas drinnen, wenn du wirklich hast etwas gedacht, dann dieses Universum ist sowieso da. Ja. So mehr oder weniger, du kannst diese Will no, haben, aber dies ist da drinnen. Und es ist besser zu hören, Ja. zu schauen, no, diese Elemente wirklich zusammenbringen in eine neue Struktur. Ja. Okay, Chimera, ein bisschen was über Chimera. Was war deine Inspiration für das Stück? Kannst du vielleicht ein bisschen was erklären, wie das Stück funktioniert? Ja, genau. Alles, was wir ein bisschen so gesprochen haben, das ist die Chimera. Die Chimera ist etwas, das existiert nicht, aber es ist da. No? Etwas, das das ist eine Welt. No? Es gibt etwas drinnen, die hat eine Bewegung. Ja, ich habe mit Chimera viel in diese Bewegung gedacht. Es geht weiter, es ist wie ein Gehen, ein bisschen wie Gehen oder eine rhythmische Struktur, die kommt immer. Und dann du merkst, dass das ist nicht das Gleiche. Aber das ist wie unsere Personalität. Du bist das Gleiche heute, morgen und ich auch so, aber nicht wirklich. Mhm. Ja. Also, so, du kannst nicht kontrollieren. Das ist ein bisschen stochastisch. No? Die Chimera, in Chimera, ich habe das gedacht, diese Versuch, ein bisschen einen freien Raum für diese Linien, für diese verschiedenen Ebenen, no? Weil das ist komplex. No? Du weißt, diese verschiedenen Elemente, unabhängige mechanische Bewegungen im Finger, im Hand, aber in generell ist es ein Klang. No? Und ich wollte etwas auch ruhig, no? Etwas wie eine Welle. No? Ein bisschen so. Ich denke auch in diese Bildern auch manchmal. Ja. Und war der Titel zuerst da oder zuerst der Klang? Ich weiß nicht. Ich erinnere mich nicht. Ich glaube, ich hatte schon ein paar Klänge und dann ich habe versucht, eine metaphorische Idee für diese Bewegung und diese Welt. Und die Chimera ist ein Traum. No? Es ist wie so eine Welt in eine Welt. No? So, die Idee ist, was können wir drinnen finden? No? Aber ist nicht klar, was es gibt drinnen. Und ich will nicht die Klarheit. Ja. Es ist ein bisschen so, warum klar zu sein? Klar, das ist langweilig. Ja, ein bisschen, no? Langweilig.
schau mir, was es gibt. Ja. Ich weiß nicht, was ist deine Chimera? Was ist meine Chimera? Ja. Und Und wo treffen sich beide? genau, und dann schau, wow, schau mal, das ist cool, diese Momente, dass ich habe nicht so gedacht, wenn ich geschrieben habe. Und dann ist einfach genial, wenn du ein neues Stück hörst und schaust, was dieser Teil, manchmal ist passiert so, dass du glaubst, das ist super langweilig, dieser Moment, sagst, okay, ja, ich lasse sowieso, no? Weil manchmal diese Momente sind die schönsten, no? In der Struktur von der ganzen Stück. So, du lernst immer. Aber ich glaube, dass du lernst, wenn du lässt ein bisschen die Elemente alleine zu gehen. No? Und der Prozess ist sehr schön immer in Kollaboration mit Musikern und jetzt in diesem Fall mit dir, es war sehr interessant, weil der Harfe ist, ich bin Gitarrist und dann, es gibt klar diese mechanische Struktur auch, wie in der Gitarre. Ne? Aber ich finde, dass der Harfe kann sowieso, wie die Gitarre auch, eigentlich, klingen immer das Gleiche. Ne? Also die gleichen Elemente, die kommen. Und dann in der Chimera ist, was können wir in diese Überholungen finden als kreative Prozesse. No? Wir wissen, dass wir sind schon in dieser Welt drinnen, trotzdem wir finden etwas Neues. Ja. No?